Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euren Instagram-Account dauerhaft löschen oder vorübergehend deaktivieren könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert schon mal den Kanal. Ein Instagram-Konto dauerhaft zu löschen funktioniert im Moment weder über die App noch über den Hilfebereich der Instagram-Webseite. In der Vergangenheit war das kein Problem, aber ab einem bestimmten Punkt trifft man leider in letzter Zeit immer auf die Fehlermeldung, die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden. Bisher wurde dieses Problem von Instagram leider noch nicht behoben. Zum Glück gibt es aber auch einen Umweg, den wir euch in diesem Video zeigen werden. Als erstes gehen wir aber auf die Deaktivierung ein. Um euren Account zu deaktivieren, müsst ihr im Moment über die Instagram-Seite im Browser vorgehen. Öffnet Instagram und loggt euch in das Profil ein, welches gelöscht werden soll. Öffnet dann die Einstellungen und scrollt unter dem Bereich Profil bearbeiten runter. Dort findet ihr den Button Mein Konto vorläufig deaktivieren. Wenn ihr auf die Option geklickt habt, müsst ihr einen Grund auswählen, warum ihr euer Konto deaktivieren möchtet. Instagram möchte euch dazu Lösungsvorschläge anbieten, die ihr aber nicht annehmen müsst. Gebt als nächstes euer Passwort ein und klickt unten auf Konto vorübergehend deaktivieren. Ihr seht hier noch einmal, was eine Deaktivierung bedeutet. Und zwar wird euer Profil, eure Kommentare und die Gefällt mir Angaben so lange verborgen, bis ihr euch wieder einloggt. Um euren Account endgültig zu löschen, müsst ihr zurzeit nicht wie sonst auf den Hilfebereich der Instagram-Seite im Browser gehen, sondern auf diesen Link klicken, den wir euch unter das Video gepackt haben. Loggt euch davor aber erst einmal über den Browser in euren Account ein, den ihr löschen möchtet, und klickt erst danach auf den Link. Überprüft hier, ob der richtige Account ausgewählt wurde. In dem Fall haben wir dafür einen Testaccount erstellt. Wählt einen Grund aus, warum ihr den Account ... löschen möchtet, und auch hier wird Instagram euch Lösungsvorschläge anbieten, die ihr aber ignorieren könnt. Gebt jetzt euer Passwort ein und klickt auf Account löschen und nochmal auf OK. Jetzt bleibt euer Account einen Monat lang verborgen, bis er wirklich gelöscht wird. Wenn ihr euch in dieser Zeit wieder einloggt, wird der Account wieder sichtbar und nicht mehr gelöscht. Die dauerhafte Löschung eures Instagram-Accounts bedeutet, dass alle gespeicherten Bilder und damit Likes, Follower und Kommentare von der Plattform gelöscht werden und der Accountname wieder anderen Nutzern zur Verfügung steht. Wenn ihr all eure Daten gerne behalten möchtet, könnt ihr vor dem Löschen des Accounts die Datendownload-Funktion von Instagram nutzen. Geht dazu über die App auf Einstellungen und als nächstes auf Sicherheit. Hier seht ihr die Option Daten herunterladen. Instagram bietet an, euch eine Datei mit allen Fotos, Kommentaren, Profilinformationen und noch mehr per Mail zuzuschicken. Gebt eure E-Mail-Adresse an und wartet mit dem Löschen des Accounts, bis ihr diese E-Mail bekommen habt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch dieses Video geholfen hat. Falls ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr zu Social-Media-Themen erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.